Wir haben lange drauf gewartet, der Toyota CHR Hybrid Modelljahr 2020 mit einer Systemleistung von 184 PS. Ja, das sind 62 PS mehr als der Vorgänger, wenn man das denn möchte. Wenn man es möchte, weil den 184 PS haben wir jetzt ganz neu, den 2-Liter-Hybrid, wie er jetzt hier steht. Es gibt natürlich noch weiterhin den 1,8-Liter-Hybrid mit den 122 PS. Ja, der ist ganz neu, Modelljahr 2020. Wie lange steht er schon hier? Den haben wir jetzt gerade seit 3 Tagen im Ausstellungsraum. Der ist jetzt wirklich brandneu. Wir haben ihn jetzt aufbereitet und die Abnahmeinspektion gemacht und dann hier reingestellt. Ja, da ist er. Es hat sich einiges geändert, muss man sagen. Modellpflege nennt sich das, aber von der Optik her, ich zeige mal gerade das Modelljahr 2019 davor, ist er quasi nur für Spezialisten erkennbar, es sei denn, er fährt vor einem und man gibt mal Gas mit 184 PS und dann merkt man es. Unglaublich spritziges Fahrzeug. Ist ein unheimlich spritziges Fahrzeug. Wie gesagt, wir haben den auch als Vorführwagen da. Genau, ich zeige das mal gerade. Der steht nämlich dort hinten, dass wir das mal sehen. Und du hast mir eine Besonderheit gezeigt. Da hast du so ein bisschen geschmunzelt, weil Toyota ja immer so ein kleines bisschen als die etwas biederen da sind, die auf unglaublich viel Qualität legen. Also in der Farbvariante, mal ganz ehrlich, Peter, guck dir das mal an. Auch die Blinker, mach nochmal. Kann ich den ganzen Tag machen. Nur die Blinker betätigen. Sequenzielle Blinker beim LED-Paket serienmäßig. Ja, im Modelljahr 2020, ja. Auch hier die Leichtmetallfelgen sind schick, also unglaublich sportlich. Das Orange passt mit dem Schwarz. Das Orange ist eine sehr extravagante Farbe, aber ich denke, die steht dem Auto. Das hat eben auch ein extravagantes Design, hat sehr gut. Ist mal was anderes. Ja, das Auto ist nicht ganz billig, muss man sagen. Man kriegt aber unglaublich viel Technik. Das heißt also, man kriegt unter anderem den Hybridantrieb, der so sparsam ist, dass man in Zukunft das, was man vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, locker wieder über die Tankstelle rauskriegt. Ja, ich denke, dass der 2-Liter-Hybrid mit den 184 PS jetzt wirklich den Spagat schafft zwischen Fahrfreude, zwischen Spritzigkeit und halt eben auch den günstigen Verbrauchswerten. Ja, hier vorne steht er. Wir gucken uns den noch mal ein ganz kleines bisschen an, dass wir den haben, denn wir müssen ja noch die Verbrauchswerte einblenden. Das machen wir auch mal gerade. Die sind nämlich hier vorne drin. Da ist der CHR mit der großen Version. Das Besondere bei dem Fahrzeug ist, zu den Verbrauchswerten kommen wir sofort, ist diese ganz tolle Integration der hinteren Türe, die ihn fast Coupé-like erscheinen lassen. Ja, genau. Dadurch, weil man einfach diesen optischen Kniff gewählt hat und den Türgriff relativ weit oben in der Tür platziert hat, fehlt er halt eben klassisch in der Seitenansicht. Und das Auto, es sind also viele Kunden, die dran vorbeigehen und erstmal sagen, ui, der hat nur 2 Türen. Und sind dann halt eben überrascht, dass hinten doch noch 2 Türen zu öffnen sind. So, hier ist ein kleiner Sticker dran. Was ist das? Das ist die Modellbezeichnung. Das hier ist eins dieser Team D-Sondermodelle, die wir fürs Modelljahr 2020 im Programm haben. Das D steht für Deutschland, oder? Team Deutschland, genau. Cool. So, ich zeige jetzt mal die Verbrauchswerte, denn wir wollen das mal lüften. Also, Systemleistung 184 PS. Masse des Fahrzeuges 1571 Kilogramm. SUVs werden ja immer so als die Bomber, die ganz viel wiegen, mit 1500 Kilo oder 1570 Kilo, mal Hand aufs Herz, ja. Also den hier können wir ganz bequem neben irgendeinen gut gehenden Kleinwagen stellen. Ich denke, dann ist der vom CO2-Wert und vom Verbrauch her günstiger. Er hat A+ und guck dir mal die Verbrauchswerte an, kombiniert 4,0 Liter, innerorts 3,7, außerorts 4,2. Sag mal, ist da irgendwas kaputt? Der hat innerorts weniger Verbrauch wie außerorts. Nein, es ist halt eben so, dass gerade beim Hybridfahrzeug durch die Unterstützung des Elektromotors der Verbrenner im Stadtverkehr weitestgehend entlastet wird und dementsprechend sind die Verbrauchswerte hier niedriger. Also das System funktioniert so, dass beim Bremsen die Bremsenergie, die normalerweise in Hitze, Wärme umgewandelt wird, die wird hier in Strom umgewandelt. Genau, wir haben so eine Einheit drin, die halt eben sowohl als Motor als auch als Generator fungiert und da wird halt eben der Hochvolt-Akku im Fahrzeug bei Verzögerung, beim Bremsen, beim Gas wegnehmen geladen und die dabei gewonnene Energie wird dann beim Beschleunigen halt eben wieder entnommen. Ja, ihr seid quasi Toyota-Erfinder der Hybridtechnik. Ihr seid Weltmarktführer dort? Ja, wir sind Weltmarktführer und Toyota ist halt eben das Unternehmen, das die Hybridtechnik serienreif gebracht hat in Großserienfertigung und das bereits seit 22 Jahren. Ja, was besonders spannend ist,
dass die Hybridautos zum Beispiel in Berlin und vielen anderen Großstädten, was man hier jetzt in Saarbrücken vielleicht nicht so hat, Taxifahrer in Berlin, du fährst in Berlin, du landest am Flughafen, da stehen nur noch Toyota Hybrid. Da stehen sehr, sehr viele Toyota Hybridfahrzeuge. Das ist halt eben auch der Qualität und der Zuverlässigkeit geschuldet. Die Autos sind halt eben sehr unauffällig. Und Service extensiv, muss man sagen, also man muss selten in die Werkstatt. richtig, ganz normale Wartungsaufenthalte, aber wenig Reparaturen. Elektromotoren gelten ja schlechthin als nahezu unverwüstlich. Elektroloks gibt es seit 1905 oder sowas. Die fahren heute noch, muss man sagen. Also Elektromotoren sind wirklich sehr haltbar. Ja, man erkennt es bei dem Fahrzeug hier natürlich wie bei allen Toyota Hybrid-Modellen an dem blauen Logo. Für Leute, die es nicht wissen, das ist Hybrid, oder? Genau, das ist ein äußerliches Erkennungsmerkmal, dass wir hier die Hybridtechnik drin haben. Weitere Besonderheit, ich sage es nur noch mal ganz kurz, also trotz diesem Elektromotor, das Auto hat keinen externen Ladeanschluss. Also der muss nicht irgendwie über Nacht an die Steckdose, muss aufgeladen werden oder sonst was. Das macht er alleine durch die Bremsenergie. Reinsetzen und fahren. Also kein Plug-in-Hybrid, die dann teilweise damit Reichweiten von 40 Kilometern, die okay sind, sage ich jetzt mal. Aber hier muss ich mich um nichts kümmern. Ich fahre das Auto wie ein normales Auto, sehe aber am Display, wie effizient ich fahre. Genau, da ist ein Energiemonitor drin. Man kann halt eben sehr gut erkennen, welche Kraftflüsse gerade stattfinden. Sagen wir uns gleich mal an, wir fahren mal mit. Wir fahren mit dem neuen Vorführwagen gleich eine Runde und gucken uns das mal an. Ja, auch hier habe ich eine Zweifarblackierung mit drin, schwarz. Und in dem Fall, was ist das für eine Farbe? Ja, das ist eine ganz neue Farbe. Ich muss jetzt selbst noch mal gucken. Nennt sich Solalit Blau Metallic. Nochmal bitte. Solalit Blau Metallic. So, wem das also gefällt, sie steht hier Solalit Blau Metallic in einem Farbwechsel mit Schwarz hochglänzend. Ja, das Ganze in Metallic-Ausführung. Die Lampen natürlich in LED, Full LED. Also LED ist eine Sonderausstattung, als LED-Paket kann man mitbestellen auf Wunsch und ansonsten sind keine... Auf Wunsch Full LED. Genau. Okay, verstanden. Ja, dann gehen wir mal raus, fahren mal Probe. Ich bin ganz begeistert, wie die 184 PS sich in der Praxis anfühlen. Du bist ihn ja schon gefahren. Ja, es ist sehr, sehr spritzig, sehr angenehm zu fahren und man hat halt eben in allen Situationen genug Leistung zur Verfügung. Da steht er und die Farbe ist wirklich toll. Es ist natürlich Geschmackssache. In welchen Farben gibt es denn das Fahrzeug überhaupt, Peter? Gibt es in diversen Farben. Das hier ist jetzt was Neues, was Extravagantes in dem Orange. Steht ihm aber, glaube ich, sehr gut. Passt sehr gut zu dem Auto. Ja, hier vorne die schwarzen Felgen. Wer hat den denn jetzt zusammengestellt? Ja, das Auto wird so in Serie gefertigt und du kannst den so bestellen. Also exakt mit den Felgen, mit der Zusammenstellung, sehr, sehr gelungen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Designer. Sind diese Fahrzeuge in Europa designt worden oder wie funktioniert das? Ja, das ist absolut ein Auto mit europäischem Design und passt, denke ich, auch sehr gut zu dem hiesigen Markt. Ja, was interessant ist, dass man diese Fahrzeuge mittlerweile im amerikanischen Markt sieht. Die heißen ja European Style. Und mittlerweile sind auch kleine Autos im amerikanischen Markt beliebt, ja. Wenn man nicht gerade in Kansas City ist, ja, wo denn jeder ein Pickup fährt. Aber ich sag mal so, der Style aus Europa kleiner, dezenter, nicht mehr so riesengroß, das kommt an, oder? Denke ich, ja. Das ist auch zeitgemäß. Das Display bootet, ja, eine kurze Warnhinweisung, Touchscreen mit dabei. Ja, das ist unser Multimedia-System und was wir jetzt hier auch mit drin haben, ich finde es halt eben sehr interessant. Wir haben Apple CarPlay mit drin, genau. Das heißt, das wird dann hier über das Kabel unten reingesteckt, da wird es auch zeitgleich geladen und ich habe die Apps dann auf dem Display. Richtig, ich gehe gerade ins Menü, Apple CarPlay, zack und schon sind wir drauf und haben jetzt die Apps. Das hier ist jetzt ein Apple iOS, geht natürlich auch für Android. Und Android Auto geht auch. Android Auto geht natürlich auch. Und wenn man gerade so lieb ist, die Musik ausmacht, sonst kriegen wir gleich wieder bei YouTube böse Sperrungen. So, ich habe jetzt Google Maps aktiviert als Google Maps geht auch. Als Navigationslösung, richtig. Ne? So. Kann ich Spracheingaben machen dann in dem Fall? Auch Spracheingaben machen. Das geht wohl in Kombination mit Siri und man kann halt eben auch sprachbasierte WhatsApp verfassen. Ich kann aber auch zum Beispiel Spotify dann darüber laufen lassen. Ich kann die... Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Amazon Music drauf, das heißt auch... Der ähnliche Dienst. Ja. Genau, auch diesen Streaming-Dienst kann man... Zeig mal gerade, was du zuletzt gehört hast. Ich will das mal sehen. Du bist ja jung geblieben. Pop-Beats zum Joggen. Du joggst? Ja. Echt? Ab und zu.
spielst auch Fußball. Ja, wir gucken uns mal gerade das Display an. Oder ich sag mal überhaupt so die Anmutung. Hier ist jetzt so die Lederoptik, das ist jetzt zweifarbig ausgeführt, abgesetzt, wirkt unglaublich edel. Ja, wirkt sehr geschmackvoll und sieht auch sehr wertig aus. So, die Türen, da hat sich dieses Diamantmuster nochmal so ein bisschen fortgeschritten. Das findet man hier überall im Auto, oder? Ja, das ist so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal vom CHR. Das Soundsystem JBL, das ist nicht Serie. Das ist in der Ausstattung hier, wie wir es jetzt haben, serienmäßig drin. Serienmäßig drin. Das macht richtig Bums, Subwoofer. Richtig Bums. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht ausprobieren, sonst verstehen wir dich nicht mehr. Ja, genau, so ist es. Ja, vorne ganz wichtig, ich zeig's mal gerade, wenn du fährst, oder fahr mal raus. Er fährt jetzt im Benzinbetrieb. Nein, das Auto ist jetzt gestartet worden, der ist also heute noch nicht gelaufen. Wir haben jetzt aktuell Außentemperaturen von 8 Grad. Das heißt, es läuft erstmal der Verbrennungsmotor mit, damit der auf Temperatur kommt, damit auch der Innenraum gewärmt werden kann über die Fahrzeugheizung. Ah, okay, verstehe. Das heißt, zum Start, wenn der Motor kalt ist, fährt er vollautomatisch, dann entscheidet er, was jetzt das Richtige ist. Wenn du mal so lieb bist, mal gerade auf diese Verbrauchsanzeige tippst. Das jetzt. Ich gehe einfach mal auf das Menü und wir haben die Anzeige hier unter dem Punkt Info. Da sieht man jetzt halt eben auch den Energiefluss, was gerade im Hybridsystem passiert. Okay, also hier vorne sehe ich, das rote ist Elektro, das rote ist Benzin. Richtig. Das ist der Verbrennungsmotor und hier ist der Elektrostrang. Wir sehen jetzt gerade im Schiebebetrieb wird schon geladen. Beim Beschleunigen, Motor war aus jetzt. Genau, beim Beschleunigen wird entnommen. Und das ganze Zwischenspiel, alles was hier so läuft, passiert vollautomatisch. Als Fahrer, ich kann mir das angucken, ich kann es beobachten, Interesse halber, aber ich kann es nicht beeinflussen, das passiert vollautomatisch. Das heißt, ich sehe den Batteriezustand, ich sehe jetzt gerade im Moment, gibt die Batterie vom Elektromotor ab und die Motorbatterie, der Motor selber? Läuft, genau. Es sind mehrere Zustände möglich, also der kann rein elektrisch kurzzeitig fahren, er kann auch in der Kombination mit Elektro- und Verbrennungsmotor fahren. Das geht, wie gesagt, je nach Betriebszustand, je nach Betriebstemperatur und Lastanforderungen. Hier vorne links ein riesen Display, wo normal der Drehzahlmesser ist, gibt es hier eine Effizienzanzeige. Genau, man sieht hier halt eben, ob man ökonomisch fährt, ob man im Power-Modus unterwegs ist, also mehr Leistung abruft. Und halt eben auch beim Gas wegnehmen oder beim Verzögern sieht man diese CHG, diese Charge-Anzeige, wenn halt eben der Akku wieder geladen wird. Genau, wenn du mal kurz Gas zurücknimmst, dann geht er direkt in Charge, gell? Genau, richtig. Ne? Ach so, ich muss nicht bremsen, ich kann mit einem Fuß fahren. Du kannst mit einem Fuß fahren. Sobald du den Fuß vom Gas runternimmst, geht er schon in den Schiebebetrieb. Du siehst halt eben hier sehr schön auf dem Energiemonitor. Und beim Beschleunigen nimmt er halt eben wieder den vorher selbst gewonnenen Strom wieder raus, um das Auto anzutreiben. Meine blöde Frage, wenn ich jetzt einen Berg runterfahre, wir haben hier auch ziemlich große Berge und ich betätige die Bremse, ist denn die mechanische Bremse immer direkt an oder wird zunächst mal der Motor bis zum Maximum? Ja, es gibt noch eine Besonderheit, man kann halt eben hier auch noch eingreifen. Genau, wenn du mal gerade so lieb ist von der anderen Seite mal zeigst, dass man das mal sieht, den Schalthebel. Das heißt, ich kann auch manuell schalten? Genau, ich kann dann praktisch beim Bergabfahren mehr Bremsmoment über den Motor generieren und so die Bremsanlage entlasten, dass ich halt eben nicht permanent auf dem Bremspedal stehen muss. Das geht auch vollautomatisch, da kriege ich hier nichts von mit. Merke ich es denn wirklich so an der Tankstelle? Ich meine, da stehen jetzt 4 Liter Kombiverbrauch drauf. Ist das realistisch? Ja, das ist ein Verbrauch, den man durchaus erreichen kann, wenn man halt eben alle Register zieht. Man muss halt eben entsprechend vorausschauend fahren und halt eben auch zurückhaltend abrupte Brems- und Beschleunigungsvorgänge vermeiden. Und wir haben Kundenaussagen von Nutzern der Fahrzeuge, die jeden Tag fahren, die diese Verbrauchswerte durchaus mal hinkriegen. Es ist natürlich immer davon abhängig, wie ich unterwegs sein muss. Aber der spielt ja absolut alle Karten aus im Stadtbetrieb. Das heißt, in diesem Stop-and-Go-Verkehr, da muss ich an überhaupt nichts denken. Da gebe ich Gas, beschleunige und dann spart er richtig. Also als Automatik, alle Hybridfahrzeuge sind mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Ich brauche keine Anfahrvorgänge mehr zu vollziehen. Ich arbeite nur noch mit dem Gaspedal und mit der Bremse. Und das Schöne ist halt eben, es gibt natürlich auch konventionelle Autos mit einer Start-Stopp-Automatik. Allerdings wird das Ganze dort geregelt über eine 12-Volt-Batterie und den Anlasser. Und hier machen wir das viel eleganter mit dem
Mit dem Ich habe auch gehört, ich habe das auch gesehen, man nennt das irgendwie Mild Hybrid, habe ich gehört. Das gibt's da waren aber die Verbrauchswerte überhaupt nicht anders wie im reinen. Richtig, das Mild Hybrid, da werden ja unterschiedliche Sachen, sogar eine ganz normale Start-Stopp-Automatik wird dann als Mild Hybrid verkauft. Das hat aber eigentlich überhaupt keine Bewandtnis. Ja, ein CHR, guck mal. Ich wollte mal zeigen. Das ist hier nicht der einzige. Gut, ihr seid ja hier Platzhirsch für Toyota im Saarland. Rund um Saarlouis seid ihr ja schon seit 40 Jahren da. Da gibt es natürlich unglaublich viele Toyotas. Wie kommt der Hybrid an bei den Kunden? Haben die das realisiert? Also wir haben bei den Hybridfahrern sehr hohe Wiederkaufsquoten. Das heißt, es ist einfach so, wenn man dieses Hybridfahren mal gewohnt ist und die Vorzüge kennengelernt hat, bleibt man in der Regel auch dabei. So. Wir haben jetzt wieder rein elektrischen Fahrmodus. Wir sind jetzt innerorts unterwegs. Ich muss auch sagen, der Motor ist so gut gekapselt, du kriegst nicht mit, wann er läuft. Ja, wenn er mit dem Elektromotor läuft, hörst du sowieso nichts, weil der Verbrenner ist dann komplett aus. Nur die Abrollgeräusche, die hört man und ein paar Windgeräusche. Das Heizungsgebläse hörst du und die Abrollgeräusche ein bisschen von den Reifen, aber auch die sind sehr, sehr dezent. Was gerade krass ist, wir flüstern fast im Moment in der Moderation. Die Innenraumgeräusche hier sind so gedämmt, das kriegt man schon kaum mehr mit. Ja. Ist das so eine Hybrid-Elektronummer, dass die Leute wollen dann wirklich nichts mehr hören? Also es ist tatsächlich so, dass man sich an dieses ruhige Fahren, an die Ruhe im Innenraum und so weiter auch sehr, sehr schnell gewöhnt. Und dann will man natürlich ein Auto haben, was so gut gedämmt ist, Motorkapselung. Da war ja auch Toyota sehr, sehr... Klar, man hört halt viel, viel mehr. Ja, klar. Es ist bei dem Auto halt eben das Zusammenspiel aus einer sehr fortschrittlichen Antriebstechnik. Wir haben trotzdem bei dem CRA, gerade mit dem 2-Liter-Hybrid jetzt, wir haben noch ordentlich Leistung, wir haben Fahrspaß, wir haben ein unheimlich tolles Handling. Das Auto ist vom Fahrverhalten her unheimlich agil und es macht einfach Spaß. Der fährt gerade voll elektrisch. Ja, der fährt voll elektrisch jetzt. Das merkst du, krass, du musst nichts machen. Gar nichts. Kann ich, wenn ich will. Wenn ich das hier wegschalte, habe ich ein normales Auto. Das heißt, ich tanke den normal, freue mich vielleicht an der Benzinrechnung. Gibt es Leute, die treiben das auf die Spitze, die fahren extrem gerne sparsam mit den Autos? Entwickelt der eine oder andere einen gewissen Ehrgeiz. Es ist halt eben dann immer nur blöd, wenn man hinten dran herfährt. Wenn ich mit dem Auto jetzt mal, ich meine, es gibt ja, die 4,0 gelten ja dann, wenn du, ich sag mal, im Stop-and-Go-Verkehr bist, wenn du, ich sag mal, öfter mal bremst. Wenn ich jetzt auf der Autobahn mit 150 nach München fahre, dann gelten andere Werte. Der Verbrauch ist dann natürlich auch höher. Allerdings ist es immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu einem herkömmlichen konventionellen Auto. Ja, denn man bremst ja letztendlich doch, man nimmt ja doch immer wieder Gas. Allein Gas wegnehmen, warte. Wir haben jetzt den Zustand und wir stehen jetzt, die Ampel ist gerade rot. Das heißt, der Verbrennungsmotor läuft jetzt auch gar nicht mit. Du hörst jetzt nur noch das Gebläse von der Heizung. Und beim Anfahren wirst du auch kein Startergeräusch hören, weil, wie gesagt, das Anfahren übernimmt der große Elektromotor. Ah, das heißt, der fährt an und schaltet den einfach dann hinzu. Hat der überhaupt noch einen Anlasser? Der hat keinen Anlasser mehr im eigentlichen Sinn, nein. Okay, das heißt, der schiebt den an wie früher, wenn die Batterie leer war, schiebt und dann wird er zugeschaltet. Wie krass. Und das war jetzt nur mal angetippt, oder? Das war jetzt nur mal angetippt. Dann wären wir nämlich hier vorne auf dem Arm, was ist das, Citroën hinten drin gewesen. Das Thema Assistenten, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, zu schnell fahre, bin unaufmerksam, bremst der automatisch? Ja, er hat ein Frontkollisionswarnsystem drin mit Notbremsfunktion. Probieren wir jetzt nicht aus. Das probieren wir jetzt nicht aus, sonst geht die Kamera kaputt, glaube ich mal. Aber es funktioniert. Hat es schon mal funktioniert bei dir? Ich habe es bisher Gott sei Dank noch nicht gebraucht. So, jetzt haben wir mal bewusst mal hart gebremst und jetzt kam, also die Batterie ist jetzt halb voll. Das kann man aber so nicht sehen. Das ist eigentlich eine Pufferbatterie für die Bremsenergie. So kann man es eigentlich im Großen und Ganzen sehen. So kann man es sehen. Durch die selbst produzierte Energie oder den selbst produzierten Strom, der wird halt eben hier nur zwischengespeichert und wird halt eben beim nächsten Beschleunigungs- oder Startvorgang wieder genutzt zum Anfahren. Da kommen wir noch mal kurz Innenraum. Ist das Leder hier drin? Das sieht aus wie Leder. Das ist ein Kunstledermaterial. Sehr haltbar? Ja, ist sehr haltbar, sehr robust und sehr pflegeleicht vor allem. Kann man es abwischen feucht? Genau. Ja, das geht bei normalen Leder, da muss man schon aufpassen mit Reinigungsmitteln. Das hier ist quasi die All-Inclusive, wenn das Kind mal den frisch zu sich genommenen Brei wieder äußert, kann man es abwischen. Genau.
Du bist so hier wie so ein kleines Kind hier mit dem Auto. Das macht dir Spaß, Hybrid, oder? Hybridfahren macht Spaß, ist absolut zeitgemäß und ich denke in vielen Situationen, wenn man es einmal kennengelernt hat und die Vorzüge mal gespürt hat, will man es eigentlich nicht mehr missen. Ja, das 2020er Modell. Ja, es müssten jetzt eigentlich alle, die einen Verbrenner kaufen möchten, die könnten ja jetzt sich das mal angucken und sagen, ja, Hybrid wäre doch jetzt was für mich. Woran liegt es denn, dass nicht alle einen Hybrid kaufen? Du, es ist mittlerweile, ich muss jetzt wirklich sagen, in unserer Modellpalette, bei Toyota gibt es ja schon in vielen Modellreihen den Hybridantrieb. Da entscheiden sich mittlerweile, der kleinste ist der Yaris, entscheiden sich immer mehr Käufer für den Hybriden. Wir haben hier Verkaufszahlen von über 50%. Jetzt schon? Wo sich die Kunden für Hybridfahrzeuge entscheiden. Cool. Für Markenfremde ist es vielleicht jetzt wirklich noch was ganz Neues. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen Angst vor Haltbarkeit, Zuverlässigkeit etc. Ich bin letztes Mal Leihwagen, hatte ich gerade Mercedes-Benz Hybrid. Ich habe es nicht gemerkt. Also es war so, nicht wie bei euch. Es gab auch kein riesen Display mit drin. Ich musste im Handbuch gucken, was die damit meinen mit Hybrid. Es war am Schluss dieser Anlasser, der irgendwie mitlief. Aber gemerkt habe ich es wirklich nicht so wirklich. Aber da kommt wahrscheinlich auch von den Kollegen was, der Max. Es gibt in den Hybrid-Bauweisen Unterschiede. Das hier ist ein sogenannter Vollhybrid. Und wie gesagt, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, so ein Mildhybrid ist unter Umständen wirklich nur ein Auto, das einfach eine Start-Stopp-Automatik drin hat. Und da liegen die Vorteile im Verbrauch irgendwo hinterm Komma. Und das ist eigentlich Quatsch. Ja, ich hatte es gesehen. Das war bei Jaguar, habe ich mir die Verbrauchswerte angeguckt. Die waren fast identisch bei den Fahrzeugen. Die hatten dann, glaube ich, auch so ein Multibrid mit drin. Okay, das heißt, das habt ihr hier komplett integriert in einer Einheit. Bremsen werden geschont. Was wird üblicherweise noch geschont? Die Kupplung. Ja, du hast ja keine Kupplung mehr. Das ist halt eben auch noch ein Vorteil. Du hast keinen Verschleiß in dem Bereich. Ne? Also es gibt keine Kupplung mehr. Es gibt keine Kupplung mehr. Es gibt gar keine mehr. Es gibt keine Kupplung mehr. Da kann nichts kaputt gehen. Da kann nichts kaputt gehen, richtig. Gebremst wird fast immer mit dem Dynamo, oder? Ja, wie gesagt, ich kann es halt eben selbst beeinflussen, indem ich halt eben vorausschauend fahre, frühzeitig den Fuß vom Gas nehme. Und du hast es ja in vielen Verkehrssituationen. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt auf den Vordermann drauf fährst und auf dem letzten Meter bremst. Wenn du etwas vorher vom Gas gehst, kommst du genauso schnell zum Stehen und hast halt eben noch den Nebeneffekt, dass du Strom produzierst. Okay, verstanden. Peter Demmel, lass uns mal zurückfahren. Also ich bin ganz beeindruckt, wie groß der Innenraum hier ist von dem Fahrzeug, obwohl er von den Abmessungen her, wie lang ist er, 4,30 ungefähr? Ja, ich habe die genauen Maße jetzt nicht im Kopf, aber das sind so um die 4,30 Meter. Ja. Prima. Ja, außerdem hast du mich vorher gebeten, keine genauen Maße, denn du hast einen Spezialisten, der draußen im Verkaufsraum sitzt, der kann jeden Wert runterbeten. Und wenn er die Videos immer sieht, sagt der Peter, warum kennst du jetzt nicht auf einen Zentimeter genau die Maße? Wie ist der Name von dem Herrn? Genau, das ist der Michael Gebel, das ist unser Verkaufsberater für Toyota, der das bei uns im Hause macht. Und also fragen Sie dem die Löcher im Bauch. In den Details ist der bärenstark. Ja, man muss auch dazu sagen, wir sind ja eher so für das Haptische zuständig. Ich sag mal, wie das Ganze funktioniert, wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren. Das Auto muss funktionieren und es funktioniert. Genau, die Zuverlässigkeit ist wichtig. Es gibt viele Kunden, die einfach Wert darauf legen, dass sie sich in ein Auto reinsetzen und dass sie ohne Probleme fahren können. Und das ist halt eben bei so einem Toyota Hybrid definitiv gegeben. So, jetzt gibt es richtig, jetzt muss er ein bisschen stärker bremsen. Siehe da, er produziert wieder Strom. Ja, genau. Und das hier ist jetzt auch eine Innerortstraße. Das ist übrigens die Wallerfanger Straße. Wir kommen jetzt direkt zum Autohaus. Saarlouis hat sich ja stark zum Automobilstandort entwickelt. Wir verkaufen unglaublich viele Autos im Saarland, in Saarlouis. Woran liegt das? Liegt das auch an dem Ford-Werk hier in der Nähe, in Dillingen? Ja, also ich sehe es primär halt eben an der Wettbewerbssituation generell. Es sind halt eben in Saarlouis auf relativ kleinem Raum viele Hersteller präsent und für den Kunden ist es halt eben attraktiv, dass er sich vielleicht mit wenig Zeitaufwand viele Autos angucken kann. Also da vorne ist euer Autohaus, Kia. Habt ihr auch jetzt neu dabei im 5. Jahr nächstes Jahr? Machst du übrigens auch viel entspannter, einfach mal Halt zu machen, jemanden durchzulassen, weil du sparst dir halt eben dieses blöde Anfahren, Schalten, nochmal. Gerade eben, du hast jemanden reingelassen, weil du den Hybrid fährst. Hättest du einen Benziner jetzt nicht reingelassen. Gefahren, klar. Genau, das hätte ich durchgefahren. Nee, Spaß. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich meine, jeder Mensch ist anders, wie er das Auto nutzt. Ja, hier vorne, ja, ihr habt nächstes Jahr rundes Jubiläum, 5 Jahre Kia, 40 Jahre Toyota und seid ein Meisterfachbetrieb. Wie viele Meister habt ihr mittlerweile?
So, wir haben jetzt ganz aktuell, ich muss jetzt ganz kurz überlegen, weil wir hatten jetzt noch 2 Stück, die die Meisterprüfung jetzt gemacht haben und wir sind jetzt mit 4 Kfz-Meistern unterwegs. Du hast aber auch was gelernt im Bereich Kfz, oder? Ja, ich bin tatsächlich auch Kfz-Meister. Echt? Und bin danach erst in den Verkauf gewechselt. So, das heißt aus der Praxis, ja, aus der Sicht des Kfz-Meisters, tolles Auto? Ja, tolles Auto, sehr zuverlässig vom Design her. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, er sieht überragend aus. Es ist für mich ein sehr, sehr gefälliges Auto. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Lenk mal gerade, ich will mal sehen, ob da irgendwas tut. Ob ich da was im Rückwärtsgang? Nee, Da tut tut nichts. Okay, das feststehen. Aber ich kann Ihnen ehrlich sagen, wer noch keine Rückfahrkamera hatte, kauft euch kein Auto mehr ohne Rückfahrkamera. Ich selber habe bei meiner eigenen Einfahrt mit meinem VW-Bus die Einfahrt getroffen. Ja, das passiert. Und Rückfahrkamera ist echt gut. Das ist definitiv gut und es sind hier noch viele weitere Sachen drin. Der hat hier zum Beispiel diese Taste hier mit dem P. Zeig das mal grad. Der hat einen Einparkassistenten drin. Echt? Also für so Leute wie du, die nicht einparken können. Genau. Wenn man es überhaupt nicht kann, drückt man auf den Knopf. Wie funktioniert das in der Praxis? Ja, das ist halt eben über die Sensorik von den Einparksensoren vorne und hinten gesteuert. Der kann halt eben erkennen, ob eine Einparklücke oder eine Lücke groß ist. Achso, der misst die Lücke. Richtig. Und sagt dir dann, wo du Halt machen musst und macht dann praktisch die Lenkbewegung. Lenkt selber? Richtig. Und das funktioniert wirklich? Das funktioniert 100%. Das heißt also, wer keinen Bock hat auf Einparken, macht's Auto. Wir machen mal einen Lehrgang, wir 2. Okay. Ja, ich mach das mal. Ja, ansonsten Sitzheizung mit drin. Fast Eco, was ist das? Man kann hier die Gebläseintensität im Automatikmodus beeinflussen. Wir haben, wie gesagt, die Sitzheizung mit drin. Wir haben sogar eine Lenkradheizung mit drin. Es ist jetzt gerade, wie gesagt, es geht jetzt Richtung Winter. Wir haben Ende November und das ist jetzt die Zeit, wo man das morgens sehr gut genießen kann, wenn man sowas im Auto hat. Bisschen Werbung für euch. Auto ist klein in Saarlouis. Ich drehe gerne Videos mit euch, weil ihr seid so Understatement-mäßig, das ist schon fast fürchterlich. Ja. Autos funktionieren, also ihr seid ja persönlich dafür verantwortlich, dass die Autos, die ihr verkauft, auch funktionieren. Bei Toyota, Pannenstatistik, guckt nach, also die führen immer noch, oder? Ja, es ist halt eben, ja, leider Gottes so gern wir die Autos verkaufen und so gut wie sie auch sind, in der Werkstatt ist es halt eben dann relativ bescheiden. Gut, ihr habt ja auch das Glück, dass auch von anderen Toyota-Händlern die Autos im Service bei euch landen. Genau. Und zwar sehr oft sogar, muss man sagen. Ihr habt echt einen guten Ruf, was den Service angeht. Also schnelle Zeiten, wo man teilweise bei anderen Händlern, ich will jetzt nicht welche Automarke nennen, also ich habe letztes Mal auf einen Ölwechsel bei einem großen Händler, ich will jetzt nicht die Stadt sagen, bei meinem VW-Bus, hat gemeint in 5 Wochen. So, jetzt war ich hier in Saarlouis beim VW-Händler, ging es in einer Woche. Das Inhaber geführt, muss ich sagen. Inhaber geführt und trotz der Stoßzeiten, es ist halt eben jetzt auch Winterrad, Wechselzeit. Das heißt, tendenziell haben die Werkstätten im Moment wesentlich mehr zu tun. Das heißt, ihr habt immer noch, wenn es echt, jemand fährt in Urlaub, braucht Winterräder, also man findet einen Weg. Wir haben immer noch so einen Puffer drin, wo wir vielleicht noch eine kleine Lücke haben für noch das andere. Vielleicht ein letzter Tipp vom Kfz-Meister. Räder. Das ist ja so, also ich fahre jetzt auf dem Bus mittlerweile Winterräder, also reine Winterräder, muss ich sagen, Traktion sehr, sehr gut. Was ist mit Allwetterreifen? Kann ich die ab Werk bestellen? Also ab Werk bestellen geht bei uns zumindest nicht. Das geht bei anderen Fabrikaten, ich glaube bei VW geht's. Wir rüsten allerdings bei Bedarf nach. Das ist eine Alternative. Ich sag mal, wir sitzen jetzt hier im Saarland, das ist jetzt nicht die Wintersportregion Nummer 1 in Deutschland. Also hier reichen auch Allwetterreifen aus. Allerdings ist es für mich eigentlich eine Sache, die sich mehr anbietet für denjenigen, der jetzt nicht die wahnsinnig hohe Jahresfahrleistung hat. Oder halt Fahrzeuge, wo echt schwer zu wechseln ist. Große LKW zum Beispiel, die haben oft Allwetterreifen. Das ist so mit drauf. Ja, vielen, vielen Dank. Öffnungszeiten bei euch? Öffnungszeiten, also wir sind morgens eigentlich schon ab 7:30 da. Dann fängt der Service an. Die sind dann bis abends um 18 Uhr da. Verkauf ist von 8 Uhr da, auch bis um 18 Uhr abends. Ja, du bist sehr stark involviert hier in die Firma. Hast du dieses Jahr schon Urlaub gemacht? Leider noch nicht. Aber wir haben November. Jetzt wird Zeit. Also du hast mir eben schon gesagt, ich muss mal Urlaub machen. Das machen wir. Dieses Jahr das Autojahr ist schon ziemlich crazy, muss man sagen. Also Elektromobilität, ganz viele Fragen. Leute, also was ist Hybrid? Also fragen da wirklich viele nach? Ja, es ist absolut spannend im Moment. Ich denke, es ist auch eine große Verunsicherung da unter den Verbrauchern, weil kaum jemand weiß, was er jetzt machen soll, ob er was falsch macht, wenn er jetzt noch ein konventionelles Auto kauft, ob er warten soll, bis die ersten rein elektrischen Autos kommen. Aber ich denke, es wird ein Mix sein aus allem, weil ein Elektroauto ist mit Sicherheit nicht für jeden
der weiß halt letzter Schluss. Und, Gut, ich brauche ja keine Steckdose, ich muss nur tanken, tank halt weniger. Das kommt vielen Leuten entgegen. Genauso ist es. Verbrauchswerte sind halt sehr wichtig. Schadstoffwerte sind sehr wichtig. Wir haben mit dem Auto hier keine Probleme, wenn es um Fahrverbote geht, irgendwo in gewissen Städten. Das sind halt eben alles Sachen, die heute für die Kunden auch wichtig und interessant sind. Jessica, du hast noch keine grüne Plakette, wahrscheinlich klebt die hier nicht drauf. Wir haben ja auch keine Fahrverbote, muss man sagen. Ja, aber das ist wie beim Schuster, also das ist immer so. Nee, aber ich sag mal so, was nicht stimmt, aber wenn jetzt hier jemand kommt vom Ordnungsamt, er sieht den Hybrid, gut, wenn er keine grüne hat, kriegt er trotzdem Knoten, aber der weiß, das ist ein sparsames Auto, oder? Wir haben Gott sei Dank in Saarlouis noch keine Beschränkung. Wir dürfen mit den Autos noch uneingeschränkt in die Innenstadt. Ich hoffe, dass der Bürgermeister das nicht hört. Aber gut, Spaß beiseite. Vielen Dank, Peter Dämmerle, Autohaus Klein, Toyota, seit 40 Jahren ab 2020. Ihr feiert noch ordentlich im neuen Toyota CHR Modelljahr 2020. In welcher Ausführung ist es hier? Das ist die neueste Variante, das ist diese Lounge Edition. Lounge, vielen Dank.